Could you imagine renovating a nearly 500-year-old, crumbling, half-timbered house on your own, with almost no professional help? Jan Pauli did just that, but he didn't realize the project would end up taking a full 9 years. First, he had to teach himself all the necessary DIY skills. Ich würde es auf keinen Fall jetzt nochmal machen, weil der Arbeitsaufwand, der nicht zu prognostizieren war, den würde man niemals auf sich nehmen, wenn man genau wüsste, was auf uns zukommt. But now Jan's half-timbered house is a thing to behold. It stands by the Moselle River, about 150 kilometers west of Frankfurt. Ja, herzlich willkommen in meinem Haus in Spey in Zell an der Mosel, in das ich 9 Jahre Arbeit gesteckt habe. These rooms are 480 years old. It's hard to imagine now, but when Jan bought this beautifully renovated half-timbered house 10 years ago, he paid just 7,000 euros. Es war auf den ersten Blick erbärmlich, wie das hier ausgesehen hat. Die Putze sind von Wänden runtergefallen, alles war vergilbt, hier stand alles voll mit Müll. Die ganzen Wände, kann man auch so sehen, waren wirklich komplett schwarz von dem Ruß der Jahrhunderte. Jan had to hollow out and refurbish the house completely. He did almost everything himself and learned the techniques he needed along the way. For trickier tasks, he got help from wandering journeymen. Wir befinden uns jetzt allgemein in der sogenannten Flurküche. Man muss sich vorstellen, dass hier mehr oder weniger 400 Jahre lang das Leben in dem Haus stattgefunden hat. Hier wurde Feuer gemacht, hier wurde gekocht, hier wurde gegessen. Und heute ist es auch so ein bisschen in dieser Art. Ich lade hier immer meine Freunde regelmäßig im Winter ein für private Hauskonzerte. Just next to that space, the former event manager has set up his music room. Dieser Raum war eigentlich schon im schlechtesten Zustand, muss man schon sagen. Er war mehr oder weniger abbruchreif. Und ich habe mich dann entschieden, das doch alles zu retten, das wirklich bis zum Boden abzutragen und das komplett grundständig wieder neu aufzubauen. Und jetzt ist es so ein Raum geworden, der mit so die Perle des Hauses ist. During the renovation work, Jan relied on regional and traditional materials: clay, limestone, wood and slate. He felt it was important to open up the spaces more too. Das war vorher so, dass hier alles wirklich geschlossen war. Es waren einzelne abgeschlossene Räume. Ich habe diese Füllung hier rausgenommen, habe dann diese alten Balken, wiederum fast 500 Jahre alt, freigelegt und wollte einfach insgesamt so ein bisschen offenes Wohnkonzept haben. He created organic surfaces made of clay or lime throughout the house. And now he's an expert in a broad range of plastering techniques. Zum einen habe ich hier Lehmputze verwendet. Und ansonsten habe ich viele Details mit einem marokkanischen Kalkputz ausgearbeitet, der nennt sich Tadelact. Der wird zweischichtig aufgetragen und wird dann immer weiter komprimiert mit Kellen und auch mit Polierstein. Over the years of renovation, Jan learned not to be afraid of making mistakes. Instead, he takes a creative approach. Ich habe hier an der Wand versucht, einen sogenannten Stucco zu machen. Da werden ganz, ganz viele Schichten von so einer Kalkcreme aufgetragen und da habe ich einfach am Ende halt richtig radikale Fehler gemacht. Da hat sich teilweise am Ende halt Material abgelöst, weil ich dort halt Stoffe eingesetzt habe, die eigentlich nicht da drauf gehört hätten. Da ist radikal alles in die Hose gegangen, ne? Kann man so sagen, aber auch radikal geil geworden. The house is almost half a millennium old, but its heating technology is state of the art, with modern panel heating in the walls. An allen Stellen ist das verborgen, man sieht das nicht. Und hier im Schlafzimmer habe ich eine Stelle halt das so gemacht, dass man das auch sieht, wie die Wandheizung verlegt ist, hier in Form von einer Spirale. With his half-timbered house, Jan has saved an architectural treasure. Half-timbered construction became popular in many parts of Europe starting in the Middle Ages. It begins with a wooden skeleton. The spaces are then filled in with clay or other materials. In Germany, there are still about 2.4 million such houses. Most are historical. They became less common with the rise of industrialization. The 9-year-long renovation of his half-timbered house changed more than the building itself. Jan is a new person too. Ich denke, das hat schon eine Menge mit mir gemacht, diese Zeit hier, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwie, dass Handwerken eine sehr selbstwirksame Beschäftigung ist. Also man weiß wirklich an jedem Abend, was man getan hat. Hier konnte ich wirklich so lernen, nach meinem eigenen Rhythmus zu arbeiten. Und ich bin ein deutlich kreativerer Mensch geworden, der keine Angst vor Fehler hat.